Das Allerwichtigste für Maismehl-Tortillas ist nixtamalisiertes Maismehl. Die Nixtamalisation ist ein jahrtausendalter Prozess, der seinen Ursprung in Mexiko und Zentralamerika hat. Hierbei werden Maiskörner in eine Lauge meistens aus gelöschtem Kalk gekocht und über Nacht eingeweicht. Anschließend wird alles getrocknet und zum Mehl gemahlen. Durch diesen Prozess wird das in Mais enthaltene Niacin für den Körper verwertbar und der Geschmack und Klebereigenschaften des Mehls werden deutlich verbessert, was ultra wichtig für Tortillas ist. Zum Vergleich habe ich links Mehl, wie man es normalerweise in deutschen Läden bekommt, und rechts nixtamalisiertes Maismehl. Natürlich ist der Prozess heutzutage industrialisiert und das Mehl gut erhältlich. Ihr könnt einfach danach googeln und ihr werdet schon was finden. Ich habe diese Packung in Amazon bestellt und war am nächsten Tag da. Nachdem ich einen Teelöffel Salz beigemischt habe, gebe ich lauwarmes Wasser dazu und knete alles zusammen, bis ein homogenen Teig entsteht. Es ist wichtig, das Wasser schrittweise dazu zu geben. Der Teig sollte am Ende weich sein, aber nicht an den Händen oder an der Schüssel kleben bleiben. Wenn er das tut, dann ist der Teig zu nass und man muss ein bisschen mehr Mehl beimischen. Wenn der Teig aber sich nicht leicht pressen lässt, dann ist er zu trocken und man muss ein bisschen mehr Wasser hinzufügen. Wenn die Masse eine glatte Oberfläche hat und gleichmäßig weich ist, bedecke ich alles mit Frischhaltefolie und lasse ruhen ungefähr halbe Stunde. Es ist wichtig, dass ihr diesen Schritt macht, denn in der Ruhezeit hydratisiert das Mehl und das hat einfach den Effekt, dass der Teig etwas elastischer wird und die Tortillas behalten besser die Form und bleiben nicht an der Presse kleben, wenn man die macht. Der Teig sollte ungefähr so aussehen, bevor wir die Tortillas machen. Als nächstes formen wir Bällchen für die einzelnen Tortillas. Nur so als Orientierung, die sollten um die 45 bis 55 Gramm wiegen, je nachdem wie groß die Tortillas sein sollen. Bei mir sind aus 300 Gramm Mehl und ungefähr 250 bis 300 Milliliter Wasser 10 Kugelchen rausgekommen. Nun kommen wir zum wichtigsten Werkzeug, die Tortillapresse. Man legt einfach die Teigkugelchen zwischen den Platten und presst die mit dem Hebel zu Tortillas. Man braucht die nicht unbedingt, man kann dasselbe mit einer Pfanne oder mit dem Nudelholz machen, aber es ist einfach viel bequemer mit der Presse. Und die sind gar nicht mal so teuer und sehr bequem online zu kaufen. Damit das ganze Zeug nicht einfach kleben bleibt, bedecke ich die Presseplatten mit Frischhaltefolie. Ich persönlich mag die Folie aufeinander zu falten, dann bleibt sie einfach nicht überall haften und lässt sich viel besser handhaben. Nun wird's endlich interessant. Ich lege ein Bällchen zwischen den Folien und presse den flach. Danach nehme ich zuerst die obere Folie weg und lege die Tortilla auf die Hand. Als nächstes nehme ich langsam die zweite Folie weg. Mit der Handfläche nach oben gebe ich vorsichtig die Tortilla in die heiße Pfanne. Die Tortillas müssen bei mittelstarker Hitze ohne Öl backen. Die Pfanne spielt auch eine wichtige Rolle. Die soll gut Wärme speichern und am besten beschichtet sein. An sich alles, was gut für Pfannkuchen oder Crepes ist optimal für Tortillas. Wenn die Ränder überall die Farbe leicht gewechselt haben, bedeutet es, dass die untere Oberfläche sich verschlossen hat und wir können die Tortilla zum ersten Mal wenden. Es ist wichtig, dass die Pfanne vorgeheizt ist, damit es schnell geht. Damit sich die Tortilla später aufbläht, muss so wenig Feuchtigkeit wie möglich verdampfen. Die zweite Seite muss ein bisschen länger backen. Viele drehen deswegen die Hitze ein bisschen runter, aber das funktioniert natürlich nur bei einem Gas- oder Induktionsherd und ist nicht zwingend notwendig.
Man kann auch hier nicht genau sagen, wie lange das dauert, aber gefühlt dauert es bei mir doppelt so lange wie die erste Seite. Ihr könnt an den Rändern wieder schauen, die sollen flach auf der Pfanne liegen und die Oberfläche der Tortilla sieht etwas rauer aus. Wir wenden ein letztes Mal und wenn wir alles richtig gemacht haben, bläht sich die Tortilla auf. Das bedeutet, dass viel Flüssigkeit erhalten geblieben ist und dadurch wird die Tortilla vom inneren Dampf ebenfalls gegart. Manchmal muss man auf die Tortilla ganz leicht drücken, damit sie sich aufbläht. Wenn das bei euch beim ersten Mal nicht klappt, seid bitte nicht enttäuscht. Es braucht etwas Übung. Meine ersten Versuche sahen auch ganz anders aus. Alternativ kann man ein bisschen Weizenmehl beimischen, vielleicht ein Viertel der Gesamtmenge. Dann ist es ein bisschen leichter.